Guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen im Polnischen Versager zu einer Veranstaltung im Rahmen eines für uns sehr wichtigen Projektes, eines Bildungsprojektes. Der Name klingt sehr ernst und dennoch wollen wir mit einer lockeren Note durch bestimmte Themen der Politik durchtanzen, die für uns wichtig sind, aber auch Themen, wo wir denken, auch für alle anderen wichtig sein sollen. Das Projekt heißt PPD, Polnische Partei Deutschlands. Vielleicht haben Sie das am Anfang des Jahres der Presse entnommen oder entnehmen können. Vier Sprachen, eine Stimme ist unser Motto, und deswegen haben wir vielfältige Gäste schon hier auf dieser kleinen Bühne gehabt. Gesehen, was spannend war, zu einem wunderbaren Thema, wie ein Parteileben von innen aussieht, also wie es sich auch verändert. Ich kann mich noch sehr gut an Dietmar Nietern erinnern, den kennen Sie auch bestimmt. Da haben wir das Thema, wie finanzieren sich die Parteien behandelt und ob jede Partei wirklich eine Schwarzkasse braucht. Und heute sind wir nicht in einem weniger spannenden Thema angekommen, allerdings in einem sehr fortgeschrittenen, wie ich denke, weil wollen wir etwas die Parteien auseinandernehmen, und als Beispiel wollten wir uns die Grünen vornehmen, weil es geht heute um Flügelbildung. Ja? Das ist ein Wort, das die Polen erst sehr spät lernen, wenn sie Deutschunterricht haben. Flügelbildung, dachte ich immer, es hat wirklich etwas mit Geflügel zu tun. Und wenn Geflügel so dann kurz vor dem Abfliegen bildet es Flügel, und dann, aber vielleicht ist es auch so in Parteileben, und vielleicht können wir auch von dieser Seite uns an dieses Thema herantasten im Leben. Also ihr politisches Leben beglaubigen können, und ich verbinde die Grünen auch immer mit etwas, oder fast mit etwas. Ja. Und ich verbinde die Grünen auch schon mit eben Flügelbildung, also meine ersten politischen Erfahrungen, gerade in der Sprache, Realos und Fundis. Also können wir da ansetzen und fragen, also wenn Sie zum ersten Mal mit einer Partei zu tun gehabt haben, die sich ja gerade gebildet hat, haben Sie schon damals gespürt, dass es sowas wie Flügelbildung gibt? Also mein politisches Leben hat schon vor den Grünen begonnen. Da habe ich was mit Herrn Pilsudski gemeint. Der war auch linker Sozialist. Können Sie auch gerade? Ich war kein Terrorist. Und ansonsten, die Grünen haben sich damals ja gegründet aus einer spezifisch deutschen Situation, der deutschen Situation im Kalten Krieg. Es hat in den gesamten westlichen Staaten, zum Teil überschwappend, Prag 68 war so ein Beispiel, auch im Ostblock, diese Bewegung gegeben in den 60er Jahren, die man etwas verkürzt unter den 68ern zusammenfasst. Als Folge davon hat es fast überall die Herausbildung linkssozialdemokratisch, linkssozialistischer Parteien gegeben. Zum Beispiel Niederlande, pazifistische Partei, also so etwas. Nur in Deutschland nicht. Das hat was zu tun gehabt, nicht nur mit der 5%-Hürde, was eine hohe Hürde war, sondern auch damit, dass man damals alle Leute, die irgendwie nicht zu CDU, SPD oder FDP gehörten, manchmal die SPDler auch noch, wie Brandt wurde Herbert Frahm, der Verräter, denunziert, aber so, man hat eigentlich allen Leuten, die irgendwie oppositionell gesagt, geht doch nach drüben. Ihr seid doch sowieso von Pankow gesteuert. Ich muss jetzt der Wahrheit sagen, ich wohne in Pankow. Und insofern hat sich diese sozusagen Erbe der 68er nicht parteiförmig rausgebildet in Westdeutschland. Und dann gab es aber zwei Fragen, an denen dann plötzlich so etwas entstanden ist wie eine neue Partei. Und das war die Frage der Nachrüstung, 81 so, wird gerade wieder sehr aktuell, Mittelstreckenraketen. Und es war die Frage Auseinandersetzung mit Atomkraft und davon dann abgeleitet die Frage der Ökologie, Grenzen des Wachstums. Und beide Fragen hatten was miteinander zu tun.
nämlich, dass alle anderen Parteien anderer Auffassung waren. Die waren für Atomkraft, die waren für die Nachrüstung, es gab niemand, der das irgendwie vertrat. Und gleichzeitig kam die Bewegung an so einen Punkt, wo, ja, man kam, wenn man 250.000 Leute gegen Brockdorf mobilisiert hatte und die wurden dann vom Grenzschutz auseinandergetrieben, so hieß damals die Bundespolizei noch, kann man nicht so recht weiter. Und dann haben wir überlegt, bilden wir bunte Listen, bilden wir grüne Listen, dann bildete sich diese grüne Partei aus. Und diese grüne Partei, die war kein Flügel, das war ein Konglomerat. Da waren ehemalige Linksradikale drin wie ich. Es gab enttäuschte Sozialdemokraten. Einer der wesentlichen Gründer war Herbert Kohl, ein CDU-Bundestagsabgeordneter. Dann waren dabei ein August Hausleitner, das war ein Deutschnationaler, wie er im Buche stand. Alle diese sammelten sich erstmal unter diesem Dach der Grünen. Und das war keine Flügelgeschichte, obwohl es damals auch schon mehr Linke und mehr Rechte gegeben hat, aber es waren teilweise ganz witzige Allianzen. Also die Linken paktierten dann mit August Hausleiter gegen die Leute, die aus der FDP gekommen waren. Solche Geschichten. Es hat sich dann so diese Flügelteilung erst später herausgestellt, nachdem wir in die Parlamente gezogen sind, über eine Frage, die sozusagen das Bild der Grünen bis heute beherrscht, obwohl sie eigentlich schon seit Anfang der 90er nicht mehr aktuell ist. Das ist die Frage, soll man sich an Regierungen beteiligen, ja oder nein? Und das ist dann immer vereinfacht Fundis gegen Realos genannt worden. Weil die Realos waren für Regierungsbeteiligung, die Fundis waren dagegen. Es gab auch damals schon Leute so dazwischen, die sagen, kann man nicht so ein skandinavisches Modell machen mit Tolerierung und ähnlichem. Aber das hat sich dann zugespitzt sozusagen bis zu der großen Krise der westdeutschen Grünen 1990, wo wir am Ende durch eine Selbstblockade und eine Fehleinschätzung dessen, was mit der Öffnung der Mauer mit der deutschen Einheit passierte, uns aus dem Bundestag rausgekickt haben. Ich habe das eher so aus Entfernung erlebt. Ich saß nämlich in Niedersachsen und habe ab 1990 dann in der Regierung gesessen und da regiert. Das hört sich erstmal für jemanden, den man immer auf dem linken Flügel verortet hat, komisch an. Aber das war sozusagen genau dieser Punkt. Es gab dann plötzlich eine Auseinandersetzung, wo es einen breiten Konsens gab, diese Regierungsbeteiligung zu bejahen. Und es gab dann solche Leute wie mich, die nannte man Regierungslinke. Und es gab die Fundis, das waren die Ditfurz. Und diese Ditfurz, die waren auch nie meine Freunde. Die hatten schon in der Anfangsphase der Grünen versucht, solche Leute wie mich aus der Partei rauszuschmeißen, obwohl sie ja eigentlich zur Linken hergehörten. Und ich muss heute so im Rückblick sagen, großer Respekt vor einem Mitgründungsmitglied der Grünen, wie Helmut Lippelt, inzwischen verstorben, der aus der SPD kam, ein sehr bürgerlicher Mensch, gesagt, nee, also diese Leute, das sind so begabt, die brauchen wir, die lassen wir nicht rausdrängen. Also insofern hat sich das neu sortiert. Aber die Wahrnehmung der Grünen ist immer Fundis gegen Realos. Das hat aber eigentlich 1991 auf dem Parteitag in Neumünster ist das erledigt worden. Diese Fundis, die Gegenregierungsbeteiligung waren, sind rausgedrängt worden. Und zur Überraschung derjenigen, die sich damals Realos nannten, die heißen ja heute Reformer, finde ich auch zutreffender, weil ich würde behaupten, ich bin der größte Realer bei den Grünen. Die hatten gedacht, wenn sie die Dickfurz rausschmeißen, haben sie die Partei für sich. Und dann kriegten aber plötzlich Leute vom linken Flügel, von den Regierungslinken, gewannen die Abstimmung über den Bundesvorstand. Und so hat sich das ein bisschen fortgesetzt, etikettiert immer noch. Aber der eigentliche Grundkonflikt, soll man sich an der Regierung oder beteiligen, der war eigentlich erledigt. Und trotzdem existierten diese Flügel weiter. Dennoch würde ich nochmal diese Ursuppe, weil wir sind mit diesem Projekt auch sowas wie ein Experiment. Ja? Und wir virtuell zwar, aber wollen auch bestimmte Sachen durchleben. Und lassen Sie uns vielleicht auch gemeinsam nochmal durchleben, das, was Sie durchgelebt haben, also diese Ursuppe, bevor es diese Teilung in
Fundis, Realos. Haben Sie diese Ursache so beobachtet, dass sich da etwas entwickelt in unterschiedliche Richtungen? Ja, aber es war auch ein limitiert. Deswegen habe ich vorhin gesagt, das war ein deutsches Phänomen. Jeder wusste, wenn er den Laden in die Luft sprengt, haut die 5%-Hürde wieder zu. Und ich glaube auch, dass diese Entscheidung zwischen den Fundis und den Regierungslinken auf der einen Seite und Regierungslinken und den Realos auf der anderen Seite, Anfang der 90er, nicht stattgefunden hätte, wenn man nicht vorher aus dem Bundestag rausgeflogen wäre. Das heißt, es hatte sozusagen die äußeren Umstände hatten eine sehr disziplinierende Funktion. In der Anfangsphase war es aber so, und das war auch eine ganz spannende Erfahrung, man musste sich auf Leute einlassen, von denen man nie geglaubt hätte, dass man mit denen was gemeinsam macht. Wenn Sie so einen Blut- und Boden-Ökologen wie Baldur Springmann sehen, der bestimmte Aussaaten nur im Vollmond getan hat, Demeter-Praxis, dann hätte man so als aufgeklärter Sozialist darüber nur geschmunzelt. Wir haben jetzt nur gelernt, damit respektvoll umzugehen, und zwar, weil das eine ganz wichtige Strömung an der Geschichte ist. Und insofern hat sich diese Grüne Partei aus einer unglaublichen Pluralität herausgebildet. Und manche fragen uns ja heute, ja, ihr könnt mit der SPD, ihr könnt hier in Berlin mit den Linken und ihr könnt mit der CDU in Hessen und in Baden-Württemberg. Das hat schon seine Ursache darin. Wir waren immer in diesen Traditionen. Und wenn man das beschreiben will, waren wir immer Ökologen, und die gesellschaftspolitische Übersetzung der Ökologie, die hatte immer konservative und linke Elemente. Also so, das war so diese. Also einerseits Heimatliebe, Ja. also ganz pragmatisch, Ökologie aus Liebe und Ökologie aus. Man kann auch sagen, wertkonservativ, also die Respekt vor Schöpfung und solche Dinge. Abgesehen von diesen Realos und Fundis, welche Kräfte ziehen in so einer Partei, wie die Grünen? Also gibt es links und rechts, gibt es vorwärts, rückwärts? Das ist ja ein Phänomen, dass immer einige Leute behaupten, es gebe kein linkes und kein rechtes Lager in der Gesellschaft mehr. Und die Leute, die das behaupten, sind immer sturzbeleidigt, wenn man sie jetzt in ihren Worten sagen würde, ihr seid der rechte Flügel der Partei. Und deswegen vermeide ich das. Okay, also wie können wir das so umschreiben? Ich würde das eher so beschreiben, ich glaube, dass die Grünen als ökologische Partei, und jetzt ist was Neues dazugekommen, das ist das, was ich die transnationale Frage nenne, nämlich wie geht man mit den Herausforderungen einer umfassenden Globalisierung um, das ist viel, viel mehr als Migration und die internationalen Finanzkapitalströme, dass die Grünen da so ein gewisses, neben der Ökologie, zweites Alleinstellungsmerkmal haben, als eine transnationale, als eine explizit proeuropäische Partei, die über diese Frage auch anders als alle anderen Parteien in Deutschland nicht gespalten ist, mit einer Ausnahme die AfD. Die ist auch darüber nicht gespalten, wie das Gegenteil. Ne? So, das ist so ein Stück Polarisierung geworden. Aber in der Partei selber würde ich sagen, wir haben unterschiedliche Ausprägungen und wir haben teilweise auch, ich hätte fast gesagt, Doppelexistenzen. Also wir haben Leute, die sind ganz überzeugte Marktliberale, aber sind gleichzeitig radikale Ökologen. Und das knallt dann, sobald es ökologisch wird, zusammen, weil da hört bei denen auch der Marktradikalismus auf. Insofern glaube ich, dass wir gemessen an den Anfangsphasen heute viel geschlossener sind und diese Flügel, wie man das gerne nennt, die dienen der Stabilisierung der Partei, das würde ich schon so sehen, die haben eine positive Funktion, aber sie sind häufig nicht mehr so wie in der Zeit, wo man gesagt hat, bist du für oder gegen Regierungsbeteiligung, an Inhalten festgemacht, sondern ich würde mal sagen, es gibt Leute in Nordrhein-Westfalen, die gehen immer montags abends zum Reformertreffen, so wie sich die Realos heute nennen, mit denen stimme ich in fast jeder Frage inhaltlich überein. Und die wären, wenn sie in einem anderen Landesverband wären, immer bei den Linken gewesen. Und umgekehrt. Also ich will das gar nicht einseitig machen.
Und wenn ich mir zum Beispiel den Berliner Landesverband der Grünen anschaue, ja, das ist so, das sind teilweise landsmannschaftliche Sachen. Wenn ich halt in Kreuzberg bin, bin ich bei den Linken. Über den Kreisverband Pankow sage ich jetzt lieber nichts. Ich bin ja Mitglied im KV Göttingen, deswegen darf ich mich dazu nicht. Weil Sie hier sind und weil wir so nett plaudern, dachte ich, vielleicht kriege ich aus Ihnen so aus ein paar persönliche Erfahrungen oder so Anekdoten heraus. Waren Sie einmal in so einer Situation? Also ich versuche mir das wahre Leben in einer Partei versuche ich mir vorzustellen. Und jetzt sagen wir, Sie sind ein Politiker bei den Grünen und wollen etwas erreichen. Und da gibt es eben verschiedene Strömungen, verschiedene Interessen innerhalb einer Gruppe. Ja? Waren Sie in so einer Situation, wo Sie vielleicht eine Gruppe gewinnen mussten für sich oder für Ihre Überzeugungen? Das muss man immer, weil es gibt ja, wir haben jetzt dieses Thema Flügel uns vorgenommen. Das ist aber mit dem Flügel so wie mit einer fetten Taube. Also die kann nicht fliegen ohne die Flügel, aber die Masse des Körpergewichts ist in der Mitte. Und deswegen wissen alle in den Flügel, wenn sie sich mit dem linken oder rechten Teil nicht irgendwie verständigen, dann kommt der Mittelteil auch nicht hoch. Und entschieden werden Fragen immer in der Mitte der Partei. Kein Flügel ist in der Lage, für sich selber Mehrheiten einfach so zu organisieren. Insofern ist das ein Prozess, der an sich am Ende anders als in der Anfangszeit, wo es diese äußeren Druck der 5%-Hürde gibt, heute sozusagen dazu nötig, das in die Mitte der Partei sozusagen zu organisieren. Wenn Sie mich fragen, ob es Dinge gibt, wo man teilweise auch gegen den Strom solche Sachen machen musste. In dieser Anfangsphase, wo wir aus dem Bundestag rausgeflogen waren, 1990, stand ja in Deutschland neben der neuen alten Verfassung, wir haben ja faktisch das westdeutsche Grundgesetz zur Verfassung Gesamtdeutschlands gemacht, alle Vorschläge, die der runde Tisch der DDR entwickelt hatte, die wir auch, ich war damals in der Verfassungskommission da brav vorgetragen, ist alles abgebügelt worden, nichts hat davon eine Zweidrittelmehrheit bekommen. Aber es gab ja eine Frage, die war von zentraler Bedeutung, das war die Frage Einführung des Euro. Da war meine Partei eigentlich sehr, sehr zurückhaltend bis ablehnend. Und wir waren zu diesem Zeitpunkt nicht im Bundestag, wir waren nur in verschiedenen Ländern, dann wieder zwei, erst nur in einer, in Niedersachsen, dann in zwei, in Hessen, Joschka war der andere Minister dann. Und ich habe damals bewusst den Weg gewählt, wir sagen Ja zum Euro. Nicht, weil ich nicht die Defizite gesehen habe, dass man keine gemeinsame Wirtschaftspolitik und so etwas hat. Aber für mich war das ein politisches Projekt, eine Folge der deutschen Einheit, dieses Deutschland in einem gemeinsamen Europa unwiderruflich einzubringen und damit im Grunde genommen die einzige Erzählung, wo so etwas wie eine nationale Identität in Westdeutschland war. Die waren ja nicht irgendwie groß nationalistisch, das ist ja alles vergiftet in Deutschland, sondern das war eigentlich die D-Mark. Dieses sozusagen aufzugeben und damit zu dokumentieren, die unwiderrufbare Einbindung dieses gemeinsamen Deutschland, dieses Deutschland an gemeinsamen Europa, damit waren ich angetreten, eher mit einer Minderheitsposition. Am Ende habe ich dafür 3/4 Mehrheit bekommen. Aber das war schon ein ernster Prozess, so etwas tatsächlich durchzusetzen gegen sehr kleinteilige Einwände, dass das fachpolitisch da nicht stimmt und dort, das stimmt auch alles. Das hat sich jetzt auch gezeigt in der Finanzkrise, die Defizite, die man beheben muss, klar. Aber das politische Signal als Folge der deutschen Einheit, dieses neue Europa dieses neue Deutschland mitten im Herzen Europas einzubinden in die Europäische Union, nicht diese Form von nationaler Dominanz wieder zuzulassen,
unter dem ja auch der polnische Nachbar besonders gelitten hat. Das war damals so ein Projekt, wo ich tatsächlich aus einer sehr minoritären Position heraus am Ende mir hat. Und wie macht man das praktisch? Also überlegt man sich eine Strategie, eine bestimmte Wortwahl? Sind bestimmte Sätze an bestimmte Leute gerichtet da? Also ich glaube erstens, ich habe mich ein Stück verabschiedet sozusagen von diesen kleinteiligen Sachen, was alles nicht stimmt. Also Grüne sind ja immer sehr gut im Detail, sondern eher für die große Linie. Und das Zweite war an der Stelle, dass ich ganz bewusst dieses politische Argument, und davor hatten die meisten Grünen Angst, weil die hatten 1990 einen Wahlkampf geführt, alle reden von Deutschland, wir reden vom Wetter. Das war in zweierlei Hinsicht falsch. Das war die Arroganz, auch gegenüber unseren Bündnispartnern, die im Bündnis in Ostdeutschland diese friedliche Revolution dort erkämpft hatten. Aber es war eben auch falsch aus ökologischer Sicht, weil Wetter ist nicht Klima. Hätte man wissen müssen. Auch wenn der Karlauer, das war ein alter Werbespruch der Deutschen Bahn, gut war, es war halt sozusagen falsch. Und deswegen hatte ich sozusagen bewusst an dieser Frage angeknüpft, wie können wir uns eigentlich mit diesen neuen, gegen unseren, ich will nicht sagen Ablehnung, und die Grünen waren, die westdeutschen Grünen waren sowas von Nicht-Wiedervereinigung. Da gab es eine Minderheit, die hat Drucker und Kopierer in den Osten geschleppt und Unterstützung für die Bürgerbewegung, aber als Grundstimmung, ich wohnte in Göttingen, bis heute mein Wahlkreis. Da kommt man mit dem Fahrrad immer an der Zonengrenze langfahren. Wenn ich mich ungefragt hätte, wie viel von meinen Studienkollegen, die mit mir da 10 Jahre gelebt haben, mal auf der anderen Seite in Worbis gewesen sind, dem anderen Teil des Eisfelds, null. Wir waren überall, aber da war für uns die Welt zu Ende und das hat uns auch gar nicht weiter gestört. So, also muss man da mal in dieser Deutlichkeit zu sagen. Ja, es war auch eine ganz andere. So, und an diesem Grundgefühl und an dieser Ignoranz gegenüber dem, was da passiert ist, das ist wirklich Ignoranz, politische Blindheit, übrigens viel größere Blindheit als im Verhältnis gegenüber Polen. Solidarność, das war für uns sozusagen etwas, wo man sich mit identifiziert hat und. Aber diesen Grund, da habe ich angeknüpft und gesagt, liebe Leute, wenn es jetzt dieses gemeinsame Deutschland gibt, dann muss dieses gemeinsame Deutschland so eingebunden sein, dass es nicht wieder wie in der Geschichte solch Schaden anrichtet. Und dafür ist also ich habe bewusst dieses politische Argument der Einbindung in den Vordergrund gestellt, was ein anderes ist, als wenn ich das rein ökonomisch und fachpolitisch diskutiere. Ich habe nach der Strategie gefragt, weil vielleicht habe ich ein sehr romantisches Bild, aber ich hoffe, es stimmt, dass ein Politiker nachts nicht einschlafen kann, weil er weiß, am nächsten Tag muss er eben diese Rede halten. Es ist ein Thema, das ihm wichtig ist, und dann denkt er, okay, also da muss ich, wenn ich das sage, muss ich ihm in Anführungsstrichen dick vors Augen schauen, und wenn ich das sage, muss ich in diese Richtung schauen, und dann zum Schluss kriege ich diese Klammer zusammen und es ist abgestimmt. Ja, aber da finde ich dramatischere Geschichten. Als wir unter Rot-Grün, haben wir ja gerade gefeiert, jetzt 20 Jahre, 98, den Ausstieg aus der Atomenergie beschlossen hatten, ist ja der erste Anlauf dann von der SPD blockiert worden, im zweiten Anlauf, und dann kamen wir mit 1,5 Jahren Verhandlungen zu einem Ergebnis. Und dann saß ich sozusagen, nachdem wir das verhandelt haben, auf dem Markt, am Gendarmenmarkt, mit meinem Staatssekretär, aber es war ein ganz kleiner Kreis. Und dann haben wir gesagt, so, das ist ein Scheißkonzept, eigentlich wollten wir eine viel kürzere Laufzeit haben, aber nehmen wir das jetzt oder nehmen wir das nicht? Und irgendwann haben wir alle gesagt, wir nehmen das, weil am Ende wird sich das durchsetzen und niemand wird mehr über 2 oder 3 Jahre mehr oder weniger reden. Und da war mir natürlich schon schummerig, weil ich musste damit ja auf den Parteitag, nicht auf einen, ich glaube 3 Atomparteitage hinter mich gebracht. Ich habe alle diese Abstimmungen am Ende gewonnen. Und das Schönste war eigentlich, dass einer von den linken Flügel, die das alles doof fanden, ist inzwischen Verkehrsminister in Baden-Württemberg,
also das sagst du nicht, ich auch nicht persönlich, irgendwie 5 Jahre danach bei einer öffentlichen Veranstaltung, ja, also das geht jetzt also schnell, jetzt wird Obrigheim zugemacht und sonst was. Ja, sagt, weißt du, wenn du mir das vor 5 Jahren gesagt hast, wäre das sehr hilfreich gewesen. Ich hätte ruhigere Nächte verbracht. Also doch, man kann doch durchaus eine... Ja, aber wenn Sie über Strategie reden, ja. Strategie, wenn man das ganz böse zuspitzt, ist häufig etwas, womit man hinterher den Zufall erklärt. Sehr schön. Dann kommen wir nicht zu den Zufällen, sondern zum wahren Leben nochmal zurück. Waren Sie mal in einer Situation zwischen den Stühlen, also da, wo Sie nicht bestimmt haben, sondern also nicht das ausspielen wollten, sondern zum Ausspielen verdonnert oder so. Oder es gibt, sagen wir, etwas zwischen dem einen und dem anderen Flügel, eine schwierige Situation, und Sie sitzen genau zwischen den Argumenten. Also waren Sie schon in so einer Situation? Ich kenne andere Geschichten eher, wo Flügel sich voreilig geeinigt haben und dann gemeinsam Schiffbruch erlitten haben. Also das berühmteste Beispiel ist, wo wir im Jahre 97 versucht haben, diese Auseinandersetzung um den Krieg in Bosnien mit einem Kompromiss zwischen denen, die Einsatz befürworten und denen, die Einsatz leiten, sozusagen abzuräumen. Und dieser Kompromiss ist dann mit einer Stimme Mehrheit, Ströbele hatte ihn damals gekillt worden. Und dann passierte etwas total Irres. Plötzlich rückte, also bis dahin war die Stimmung gut und dann hatten die Journalisten, die Grünen sind so zerstritten wie früher. Und dann gucken sie genau hin, dann stellen sie plötzlich fest, und dann haben die auch noch beschlossen, 5 D-Mark für den Liter Benzin. Und so ging dieser Magdeburger Parteitag, der schiefgegangen ist, weil sich ein Kompromiss von den Reinhard Bütikofer auf der einen und bei uns dann Ludger Vollmer und Friedrich Schmidt und ich sozusagen nicht durchgesetzt hatte, kam dann plötzlich diese Frage unheimlich auf. Und eine ähnliche Erfahrung haben wir auch gemacht auf einem Parteitag in Göttingen, wo es um die Frage geht, wie geht man mit Afghanistan um. Und da haben wir insbesondere Claudia Roth und erneut Reinhard Bütikofer, soll jetzt kein Bütikofer-Bashing sein, ich schätze ihn sehr, so einen Kompromiss formuliert und der ist dort voll durchgekracht und ein Unbekannter, für viele Unbekannter aus Gelsenkirchen, Robert Zion, hat sozusagen die Mehrheit geholt. Also das ist das, was ich vorhin meinte, mit dieser dicken Taube. Also wenn die Flügel überheblich werden und meinen, sie können sich über den Bauch hinweg organisieren, dann fallen sie auch mal auf die Schnauze. Eine Bauchlandung. Ja. Sie sagten, Flügelbildung ist etwas Positives für eine Partei, es sorgt für Stabilität. Können wir da nochmal etwas ausweiten? Also inwiefern sind Flügelbildung oder Flügelbehauptung innerhalb einer politischen Gruppe wichtig? Ja, was heißt wichtig? Es gibt sie in allen. Und zwar unabhängig von der Diskussion um Volksparteien und sonst was. Es gibt natürlich in der SPD eine Arbeitnehmerschaft, die eher konservativ ist. Es gibt immer schon dort die Jusos. Und wenn Sie sich jetzt angucken, was in der CDU passiert, in dem Kampf zwischen Annegret Kramp-Karrenbauer, Jens Spahn und Friedrich Merz, dann sehen Sie, welche unterschiedliche Gruppierungen in dieser Partei immer existiert haben. Das ist oft in der CDU verschwunden hinter dem gemeinsamen Willen, also der Kern der Vorstellung der CDU ist nicht ideologisch bestimmt, sondern lautet, wir stellen die Kanzlerin und den Kanzler. Das haben sie über die Jahrzehnte, der diese Republik existiert, relativ gut hingekriegt. Und daran wurden oft Inhalte angepasst. Was heute man vergisst, Helmut Kohl war in vielen Fragen gemessen an den Maßstäben der CDU ein Reformer.
Ne? Der galt als unruhiger junger Mann dort. Und da stellen sie plötzlich fest, es gibt die christlichen Arbeitnehmerschaft, es gibt die Frauenunion, ganz wichtig jetzt in der Auseinandersetzung. Dann gibt es sehr landsmannschaftliche Gruppierungen, aber im Kern gibt es auch hier sozusagen in Reihenform sozusagen die mehr Christen, oder Herbert Wehner würde sagen Herz-Jesu-Sozialisten von der Arbeitnehmerschaft auf der einen, und dann gibt es sozusagen die Wirtschaftslobby mit ihrem Star Friedrich Merz auf der anderen Seite, und dann gibt es dazwischen die Mitte der Partei, und die wird sich irgendwie dem einen oder anderen zusortieren. Das würde ich mir zurzeit nicht zutrauen, das zu prognostizieren, wie es ausgeht. Manche sind ja viel sicherer und selbstsicherer, aber Sie sehen, auch selbst bei der CDU gibt es so etwas wie Flügel und Strömungen, und die dienen auch dazu, bestimmte Interessen miteinander auszugleichen und zu verhindern, dass es zu einer einseitigen Radikalisierung kommt. Und neben dem, das, was die Väter und Mütter des Grundgesetzes ja vor Augen hatten, als sie diese schwierige, manche behaupten ja immobile Verfassung entwickelt haben, war ja geprägt von dem Gedanken, dass die Nazis die Macht nicht übernommen haben, sondern sie ihnen übertragen wurde. Und deswegen haben die in dem Verfassungssystem einer repräsentativen Demokratie so viele Checks and Balances eingebaut. Ein sehr unabhängiges Bundesverfassungsgericht, starke Rolle des Bundesrates, was viele Gesetze angeht. Es war gar nicht so, dass die jetzt als Länder so besonders souverän sind, aber sie haben eine starke Rolle in der Gesetz. Dieses System, und es gibt ein zweites, das ist sozusagen so eine Kultur, die in den Parteien aus Strömungen bestehen, die verhindern, dass sich Parteien unnötig radikalisieren. Selbst die CSU, die wir, ich sag mal gegen Franz Josef Strauß oder die erste oder zweite Demo, in der ich teilgenommen habe, demonstriert, und immer unter Rechtsaußenverdacht, selbst in der CSU gibt es und bis heute und gab es auch damals schon Leute, die extrem der christlichen Soziallehre verpflichtet waren und die immer in so einer Geschichte sozusagen dieser reinen Orientierung von Strauß mäßigend entgegengewirkt haben. Also es ist ein inhärenter Faktor, wenn es Flügel in Parteien gibt. Also eine Art Sicherungskasten, die das ganze System noch berechenbarer macht? Ja, wenn man Systeme betrachtet, muss man immer wissen, ob Systeme lernfähig sind. Und Lernfähigkeit ist immer die Frage, ob man in der Lage ist, Fehler zu erkennen und auch zu korrigieren. Und das ist sozusagen durch so einen Flügelmechanismus einfacher zu übernehmen. Zu dieser Lernfähigkeit würde ich dann gleich nochmal kommen. Aber davor noch eine kurze Frage. Wir waren schon bei CDU, CSU, SPD hat bestimmt auch Flügel. Aber wie ist es mit der FDP? Weil da ist es auf den ersten Blick nicht sofort erkennbar, dass da so Kräfte neben der Mitte noch funktionieren. Oder täuscht diese gelbe Farbe? Ja, vielleicht müssen Sie dafür einen FDPler einladen. Mein Eindruck von außen ist, dass das, was lange Zeit die FDP mitgeprägt hatte, es gab ja mal einen Innenminister Meyerhofer und solche Leute, also diese explizit sozialliberale Variante, dass die im Laufe der Zeit komplett marginalisiert, und die findet eigentlich nur noch, weil die älteren Herren wirklich gut bei Gesundheit ist, noch in Talkshows statt. Und die spielen in der Partei keine Rolle mehr. Die Baums und wie sie alle heißen. Und diese neoliberale FDP, die, von der ja böse Zungen behauptet haben, sie haben mal eingeführt zur Modernisierung 3 Punkte zwischen F. D. B. Und Westerwelle hätte es als historische Leistung ermöglicht, einen Punkt zu machen, nämlich Steuersenkung. Dahinter steckt die richtige, das ist natürlich polemisch das zu sagen, ist auch falsch, aber dahinter steht so eine die Zurichtung der FDP zu einer wirklichen neoliberalen Kraft. Man muss sich mal die alten Reden da durchgucken, von Herrn Brüderle und Herrn Westerwelle. Irland als Vorbild. Die machen das alles richtig, was so ist.
Das ist mit der Finanzkrise 2008, 2009 massiv in die Krise geraten. Das heißt, das Ende das Scheitern ist nicht das Ende, das Scheitern des reinen Neoliberalismus, eine Ersetzung durch eine andere Form. Leider, wir haben damals ein bisschen gejubelt, war leichtfertig, weil es hat zu einer Revitalisierung von Nationalismus, gepaart übrigens mit wirtschaftsliberalen Rezepten geführt. Aber das hat die FDP auch gezwungen, sich zu verändern. Und ich sehe da heute keine sozusagen wirklich Flügelstreit mehr drüber. Es hat sich durchgesetzt, eine neue Variante einer mehr nationalliberalen, wirtschaftsliberalen Partei, die, was Europa angeht, was Internationales angeht, heute weit rechts von dem steht, was mal Hans-Dietrich Genscher und solche Leute ausgemacht haben. Das sage ich ganz ruhig, ich will jetzt gar nicht so Polemik oder so machen, da sehe ich jetzt keine großen Gegensätze. Aber völlig ungerecht. Gut, letzte Frage von mir, bevor ich das Mikro weiterreiche für eventuelle Fragen. Diese Lernfähigkeit, mir scheint, die Grünen lieben es zu lernen, auch eigene Fehler zu analysieren. Das ist etwas Positives, oder? Kann man dass man aus dem Scheitern, aus den Fehlern lernt? Ja, das wäre natürlich klüger, vorher zu lernen, bevor man scheitert. Aber den Grundsatz zu beherzigen, nicht zweimal gegen die gleiche Wand zu laufen, ist schon klug. Wenn wir uns die heutigen Grünen anschauen, die sind natürlich etwas anders als die noch vor 90 oder danach sowieso. Wie würden Sie jetzt die Kräfte in Ihrer Partei sehen? Also gerade was Stabilität anbetrifft, in diesem Inneren, in diesem Topf, der kocht. Also zurzeit, alle, wenn Sie hier in Berlin irgendwelche fragen, ja, man soll die Umfragen nicht überschätzen. Das ist natürlich voll gelogen. Die Mitglieder des Deutschen Bundestages sind alle addicted to polls, die sind Umfragen-Junkies. Und wenn die Umfragen so sind, wie sie zurzeit sind für die Grünen, dann ist die Stimmung gut, dann gibt es auch wenig Ausschläge auf den Flügeln und eigentlich sind alle gut zufrieden, selbst offensichtliches Fehlverhalten, was der eine oder andere an dem anderen möglicherweise entdeckt, und gesagt, naja, ist egal, schadet uns ja zurzeit nicht. So, also insofern ist zurzeit die Stimmung da gut. Das trägt auch mit dazu bei, dass wir ja die letzten Wahlerfolge, wenn ich zum Beispiel nach Bayern schaue, nicht damit erreicht haben, dass wir in irgendeiner Form leisetreterisch aufgetreten sind. Wir haben organisiert einen erfolgreichen Volksentscheid gegen die dritte Startbahn am Münchner Flughafen. Wir haben über 100.000 Menschen in Bayern auf die Straße gebracht gegen das Polizeigesetz. Wir haben 50.000, 60.000 Leute 4 Wochen nach dieser Demo auf die Straße gebracht in München gegen die Grenzkontrollen und gegen Rassismus und Nationalismus. Wir haben einen, was die Beteiligung angeht, außerordentlich erfolgreiches Volksentscheid auf den Weg gebracht gegen die Flächenversiegelung, was dann nur vom obersten Verwaltungsgericht dort gestoppt wurde, vom Verfassungsgericht in Bayern gestoppt worden ist. Das heißt, wir haben sozusagen mit einer Haltung offensiv für Bürgerrechte, für Europa, für Ökologie einzutreten und an keiner Weise irgendwie verbogen so ein Wahlergebnis erzielt. Und das schweißt natürlich so einen Laden zusammen und führt nicht dazu, dass da große Auseinandersetzungen. Wir sind zurzeit getragen sozusagen von den Wahlerfolgen und diesen Umfrageergebnissen eher in einem Zustand der Zufriedenheit, würde ich nicht sagen, aber der Friedlichkeit untereinander. Aber es hat auch nichts, oder es kann nicht dazu führen, dass man schon wieder etwas arrogant. Das sehe ich, die Gefahr sehe ich zurzeit nicht. Wir haben ja schon mal so eine Phase durchlebt, 2011, 2012,
Jüngst hat mich eine damalige parlamentarische Geschäftsführerin an eine Szene im Vorstand erinnert, wo wir auch über 20% bei Umfragen waren und ich dort irgendwie einen Vortrag gehalten habe als Vorsitzender damals. Das sollte uns mal nicht zu Kopf steigen, das sei eine völlige Überbewertung an der Börse, das würde so nicht eintreten. Das habe ich gesagt, obwohl wir damals in Nordrhein-Westfalen 13%, in Rheinland-Pfalz 15% und in Niedersachsen 14% geholt haben bei Wahlen, das waren nicht nur Umfragen. Und dann sagte dann dieser Geschäftsführer, na gut, Jürgen, wenn das mit 20%, aber 15% dürfen wir doch sagen. Ich sage, nein, das dürft ihr auch nicht sagen. Und ich muss sagen, leider habe ich recht behalten, wir sind dann in der Bundestagswahl schlechter abgestimmt, deutlich schlechter als in diesen Umfragen. Und diese Erfahrung haben viele noch vor Augen und einige auch in den Knochen. Das hat ja 4 Jahre dazu geführt, dass die Grünen zwischen 2013 und 2017 in manchen Fragen sich auch nicht so richtig getraut haben, das zu sagen, was sie eigentlich meinen. Und das ist eigentlich mit der jetzigen Situation ein Stück anders geworden. Und ich glaube nicht, dass wir zurzeit wirklich unter der Gefahr der Arroganz und Überheblichkeit sind. Dafür ist die Situation auch zu schwierig. Weil, wenn man jetzt sagen würde, okay, wir stehen kurz zur absoluten Mehrheit oder wir haben unsere Traumkoalitionspartner, haben wir ja alles nicht. Wir leben in einer Situation, wo alle demokratischen Parteien, alle, ob CDU, FDP, SPD, Grüne, Linkspartei, in der Situation sind, dass in der Regel, anders als in Berlin oder Thüringen, Mehrheiten nur möglich sind, wenn man mit Leuten aus einem anderen Lager koaliert. Das kann mal für einen bequemer sein, wie in Rheinland-Pfalz, wo es eine Ampel gibt. Das kann auch sein, dass man in einer stärkeren Position ist, wie in Baden-Württemberg, wo wir den Ministerpräsidenten stellen und die CDU ist der Juniorpartner. Aber es gibt real auf Bundesebene überhaupt keine demokratischen Mehrheiten, ohne dass man sehr schwierige Regierungskonstellationen hat. Und das bremst natürlich in der Überheblichkeit schon. Man soll ja auch in Wahlkämpfen nicht Sachen versprechen, von denen man schon weiß, dass man sie an der Regierung nicht realisieren kann. Man realisiert manchmal weniger, als man wollte, das kommt vor, aber man soll, das finde ich schon, ein Mindestmaß an Anstand oder Standard, wenn man es mal so will, das ist keine moralische Frage, das ist nämlich auch nicht klug, man soll keine Dinge versprechen, von denen man jetzt schon weiß, dass man sie nicht umsetzen kann. Und das limitiert natürlich die Vorstellung, wenn man mit einer FDP möglicherweise koalieren kann, ja, was kriegt man dann eigentlich auf dem Feld einer stärkeren Besteuerung von Superreichen hin? Das ist schwierig. Ja. Also man überlegt schon, mit wem man koaliert, aber überlegt man auch, gegen wen man koaliert. Also ist AfD ein Thema, also ist Sorge um Demokratie ein Thema, gerade bei den Grünen und vielleicht im Hinblick, was machen die Grünen, welche Rolle spielen sie in diesem Staat in der Zukunft? Ja, Sie haben ja das nach der Bundestagswahl gesehen. Die SPD ist aus der Großen Koalition rausgegangen und sagt, nie wieder mit der CDU. Unvermittelt, aber einfach so. Wir haben uns das nicht so leicht gemacht. Und vielleicht geht es uns deswegen auch besser. Weil wir gesagt haben, in einer solchen Situation, wo aufgrund von dem starken Abschneiden der AfD eine Mehrheitsbildung gegen diese AfD oder ohne die AfD nur möglich ist, wenn entweder die CDU, die SPD oder die Grünen mit der CDU und in unserem Fall auch noch mit der FDP koalieren, dann gebietet es die demokratische Verantwortung, wenn man keine österreichischen Verhältnisse haben will. Die will ich nicht haben. Ernsthaft diesen Versuch durchzuverhandeln. Das haben wir gemacht, wir sind sehr weit gekommen. Als wir sehr, sehr weit gekommen waren, hat Herr Lindner gesagt, das geht mir jetzt zu weit. Und insbesondere ist er Frau Merkel noch nicht zurückgetreten und hat die Flucht angetreten. Und das war eine andere Haltung als die der SPD, die dann gezwungen war,
angesichts der realen Verhältnisse sich plötzlich auf so einen Prozess doch einzulassen, was ihr denn als Wortbruch ausgelegt worden ist. Wir haben in den Verhandlungen 10 verhandelt, wir haben viele unserer Inhalte, so 7 Gigawatt Kohleausstieg, da ist die Kohlekommission, die jetzt ist, noch nicht. Ich würde mir wünschen, dass sie da landet, aber da waren wir damals schon. Bestimmte Regeln, beispielsweise zu Rüstungsexporten und Ähnlichem, das waren schon Ergebnisse, die sich sehen lassen konnten. Auf der anderen Seite sind wir natürlich an Grenzen gestoßen. Unsere Forderung nach Abbau ökologisch schädlicher Subventionen, nach einer höheren Besteuerung von Vermögen und Erbschaften, damit konnten wir uns in einer Konstellation gegen CDU, gegen CSU und gegen FDP nicht durchsetzen. Gut, das nächste Thema bei uns ist das Ende der Volkspartei. Ich frage Sie nicht danach, ob Sie aus Gründen eine Volkspartei werden wollen oder sogar werden müssen. Deswegen, vielleicht haben Sie im Publikum eine Frage an... Ja? Aber ich sage nochmal eine flapsige Bemerkung dazu, während Sie das Mikrofon übertragen. Ich glaube, es wird überhaupt gar keine Volkspartei mehr geben. Also doch ein spannendes Thema auch für die Grünen. Volkspartei, ja, nein? Denn Volksparteien waren ein Produkt der Nachkriegszeit in Deutschland. Sie entstanden durch die Fusion des politischen Katholizismus und dem politischen Protestantismus. Bis zur Weimarer Zeit waren die christlichen Parteien gespalten. Die historische Leistung der CDU, das zusammengeführt zu haben. Und sie beruhten darauf, dass innerhalb dieser Partei Menschen unterschiedlicher, aber in ihren jeweils Gruppen gleichgerichteter Lebenslagen schon mal politische Kompromisse vorweggefunden haben. Das war die Volkspartei. Und mit der Pluralisierung, wie die Soziologen das so schön sagen, und Individualisierung von Lebensverhältnissen schwanden erstens diese gemeinsamen Milieus. Damit ist auch die Frage, kriege ich sozusagen den Schulterschluss zwischen der katholischen Landfrau im Emsland und dem protestantischen Arbeiter im Saarland hin. Das war so das, was die CDU hingekriegt hat. Oder schließe ich sozusagen den von Willy Brandt eroberten intellektuellen Lehrer Kurz mit dem Werftarbeiter in Bremen. Diese Geschichte funktioniert nicht mehr, weil sich diese ganzen Milieus aufgelöst haben. Und mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung kommen wir jetzt dahin, dass auch in Deutschland sich diese Volksparteien auflösen. Die Vorstellung, dass die SPD wieder bei 40% landet, wo sie vor 20 Jahren bei Rot-Grün war, die halte ich nicht für realistisch. Man kann sich das wünschen als Sozialdemokrat. Ich glaube nicht, dass es so kommen wird. Und das Gleiche gilt auf der Seite der CDU. Und deswegen glaube ich, wir laufen auf ein Parteiensystem zu, in dem es mehrere mittelgroße Parteien gibt. Diese mittelgroßen Parteien sind nicht ideologiegetrieben. Also das soll man jetzt auch nicht glauben, dass sozusagen ans Interesse jetzt die Ideologie kommt. Sondern sind so Mischformen von einer Bündelung gemeinsamer Werte und gewisser gemeinsamer Interessen. Und das, was die Grünen erreichen können, ist, dass sie eine von diesen 3, 4 mittelgroßen Parteien auf Dauer werden. Aber das ist was anderes als das, was wir bisher als Volksparteien sind. Gut, dann Sie wollten was fragen. Ja, vielen Dank. Eine Frage. Es gibt ja zwei größere Parteigründungen in der jüngeren Zeit, die so gewisse Erfolge gehabt haben. Die erste waren die Grünen und die zweiten waren ja die Piraten, kann man ja sagen, die das ja geschafft haben, dann auch nochmal als eine andere Bewegungspartei etwas höher zu kommen. Was mir auffällt, und Sie sagten das ja auch, sprachen von der grünen Ursuppe, die nicht aus den beiden Flügeln bestanden hat. Die Grünen haben etwas Besonderes und das ist tatsächlich die Vergangenheit einiger Leute in den K-Gruppen. Sie waren ja im kommunistischen Bund, in der zentristischen Fraktion, weiß ich nicht, wie das im Einzelnen gewesen ist, ob man da überhaupt hätte Fraktionen bilden dürfen oder ein Netzwerk. Andere waren im KBW. Was auffällt ist, dass sowohl auf dem rechten oder auf dem Reformerflügel als auch auf dem linken Flügel eigentlich Repräsentanten sitzen, die diese Sozialisation durchgemacht haben.
Und meine Frage, wenn wir das jetzt übertragen wollen, sind die Grünen erfolgreich geworden, weil sie Kaderparteierfahrungen gehabt haben und aus diesen Kaderparteierfahrungen gelernt haben? Und was bedeutet das eigentlich für neue Bewegungsparteien? Wie die PPD, meinen Sie wahrscheinlich. Also ich bin da skeptisch. Rahmen versucht das ja. Rahmen schult ja zum Beispiel seine Mitglieder in Polen sehr intensiv, versucht so ihre das ist ja ein anderes Modell als das Zielone oder so. Also ich bin erstens würde ich der Auffassung widersprechen, dass es diese erfolgreiche Parteigründung gegeben hat, die Sie genannt haben. Die Parteigründung der Piraten war nicht wirklich erfolgreich. Das hatte was mit dem Thema und so zu tun, deswegen ist jetzt gar nicht, dass ich da Steine hinterher werfe oder das falsch fand, was Sie gesagt haben. Ich glaube, da war keine eigenständige Idee entsprechend hinter, wie das bei den Grünen mit ihrer revolutionären Idee der Ökologie gewesen ist. Und die zweite erfolgreiche Parteigründung, wenn Sie jetzt mal die Linkspartei ein Stück außen vor lassen, weil es sind zum Teil Traditionen der ostdeutschen Integrationsversagen der SPD nach der Wende, wenn man es mal so nennen will, weil der Großteil der ostdeutschen Linkspartei sind in der Wolle gewaschene Sozialdemokraten, die werden in der SPD beim Seeheimer Kreis vom Spargel wissen, ist die AfD. Die AfD hat sich gegründet in der Folge der Finanzkrise über einen in konservativen Kreisen weit verbreiteten, wirklichen Chauvinismus, also wir sind besser als die anderen, und hat damit fast den Bundestag erobert, 2013 mit 4,8%, knapp drunter geblieben, und hat dann mit der Zuspitzung über die Frage Migration, also die Eurofeindlichkeit oder die Europafeindlichkeit transferiert in eine Antimigrationsagenda oder Antiflüchtlingsagenda und ist jetzt auf dem Weg zu einer offen rechtsradikalen Partei. So, das gefällt mir nicht, aber man muss schon feststellen, dass diese Parteigründung relativ erfolgreich war. Inzwischen sitzen in jedem Land. Was Ihre Frage angeht, ich würde dies nicht so überschätzen, weil auch diese Kadererfahrung, also wir haben auch viele Leute aus Gewerkschaften und die sind kadermäßig viel anders und ganz anders aufgestellt. Das Verblüffende, wenn Sie das sagen, ist, dass aus den Traditionen der radikalen Linken nach 68 man einen Teil derjenigen, die zur undogmatischen Linken gehören, um das sozialistische Büro und zum Spontis und Ähnlichem, und die undogmatischen K-Leute, zu denen ich die KB-Leute zählen würde, zu denen ich gehört habe, die mussten sich ja von anderen K-Gruppen vorhalten lassen, wir seien keine Kommunisten, weil uns würde nur interessieren Anti-Atom, Frauen und Anti-Nachrüstung. Ne? So habe ich nie als Vorwurf empfunden, weil das war das, was die Leute bewegt hat. Aber die sind sehr stark auf dem linken Flügel der Partei gelandet. Warum das in Frankfurt nicht geklappt hat, also mit Joschka und mit denen, ich habe neben dem Arbeiterkampf immer Pflasterstand und links gelesen, das waren so meine Hauptinformationsquellen. Das hat viel damit zu tun, dass in Frankfurt eben die Stärke dieser Fundis, und das waren Fundis, das waren Jutta Dinfurt und die Kollegen waren keine Linken, das waren Fundis. Und dass die so stark waren, dass die sich sozusagen eine andere Geschichte leiten. Und das Interessante ist, dass diejenigen, die uns damals als Verräter der wirklich linken Ideologie denunziert haben, weil wir zu den Grünen gegangen sind, das waren gerade die Leute von KBW. Später alle auf der Seite der sogenannten Realos oder Reformer gelandet sind. Also schon verblüffend, wir wurden sozusagen erst als Rechtsabweichler sind gegeißelt, wir sind ja dafür aus dem Papier unsere Gruppe auch rausgeflogen, mussten uns sozusagen von den KBW-Lern anhören, wir seien also bourgeois ohne Ende. Und anschließend tauchen die dann mit 5 Jahren Verspätung bei den Grünen auf und paktierten dann
mit ehemaligen Sozialdemokraten auch gehabt. That's life. Gibt es noch eine Frage, die wirklich sehr dringend ist und sehr brennt, weil ich kriege jetzt gerade Informationen von der Regie, dass wir überzogen haben. Ja? Das ist so. Aber wenn Sie eine Frage haben, die unbedingt diesen Raum noch füllen sollte, und dann sehr gerne. Also diese 2, 3 Minuten oder 5 haben wir. Bitte. Wie erklären Sie sich die Schwäche der Ostdeutschen? Keine Protestanten dabei wahrscheinlich. Doch, es haben viele Protestanten bei, aber da gibt es Menschen, die das besser beantworten können, zum Teil auf ihrem Raum, weil die diese Erfahrung haben. Meine aus der Entfernung definierte sozusagen, oder der Fremdheit, er hat ja vorhin geschildert, was wir sozusagen mit dass uns sozusagen Lech Walesa und Solidarność näher war als sozusagen die Leute, deren Sprache so unmittelbar verstanden, ist, glaube ich, ein Ergebnis, dass in der Umbruchssituation und der DDR nach der friedlichen Revolution dieses Konzept des runden Tisches übersehen hat, dass zu diesem Zeitpunkt die Macht auf der Straße lag. Und dann kam der große Pfälzer Machtpolitiker Helmut Kohl daher und hat sie einfach aufgesammelt. Und das hat sehr früh zu einer wirklichen Marginalisierung der Bürgerbewegung geführt. Und wir sind heute immer noch in der Situation, mit diesem Erbe entsprechend umzugehen. Aber wir haben in Ostdeutschland eigentlich eine ähnliche Erfahrung wie im Westen auch, wenn auch auf einem anderen Niveau. Wo sich sozusagen städtische und gebildete Milieus rausgebildet haben, das gilt für Dresden und Leipzig, da haben wir Ergebnisse, die anderswo auch. Können wir das gleich machen? In welcher Zeit? In 15 Minuten vielleicht? Also ich wollte nur fragen, ich bin Elternabgehoben, können Sie Geldspende für eine Master oder ähnliches geben? Ist sofort weg. In Lichtgeschwindigkeit. Ich versuche in Lichtgeschwindigkeit. Also ich habe wirklich Hunger und bin Eltern. Ich versuche in Lichtgeschwindigkeit wegzurennen. Ja. Ich versuche es. Oh. Nicht? Das lohnt sich jetzt nicht. Ja, schon. Also, aber es ist keine vollständige Erklärung, das will ich gerne zugeben. Aber das war so ein schade. Ja. Mit der Elitären hat es viel zu tun hat, die die Partei ja doch auch abstrahlt. Und die natürlich am Osten vielleicht etwas empfindlicher oder sensibler aufgenommen wird. Ich glaube nicht wirklich, dass es eine Attitüdfrage ist, weil die politische Kultur entsprechend zu erhalten ist. Die Westgrünen haben sich ja relativ viel Mühe gegeben, in diesem Fusionsprozess nicht irgendwie übermäßig dominant zu wirken. Sie waren aber halt tierisch viel mehr. Und deswegen glaube ich in der Tat, dass in dieser Umbruchphase 89, 90 in der Situation, als es wirklich darum ging, die Vorstellungen, die ja viele in der Bürgerbewegung hatten, wir gehen einen eigenständigen Weg, einen dritten Weg, dass dieses dazu geführt hat, und diesen dialogisch durchzusetzen, dass sozusagen die wenn man so will, feindliche Übernahme oder die Übernahme durch den Westen einfach funktioniert hat. Und dann diejenigen, die federführend diesen Umsturz mit herbeigeführt haben, plötzlich sich in einer völlig marginalisierten Situation wiederfinden. Vielen Dank auch für diese Antwort. Vielen Dank, dass Sie uns bis zum Schluss treu geblieben sind. Bleiben Sie noch 2, 3 Minuten da für eine eventuelle Nachfrage, 2, 3 Minuten.
im lockeren Gespräch. Und jetzt vielen Dank für Ihre Zeit und für die Antworten, für die Ausführungen. Vielen Dank, dass Sie da waren, Jürgen.